Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Heute ist Tag 166. Thema Teamarbeit. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Hast du dich jemals gefragt, warum ein Team voller absoluter Experten manchmal komplett scheitert, während eine Gruppe von ganz normalen Leuten unglaubliche Dinge erreicht? Genau das schauen wir uns heute mal an. Wir betrachten die Geheimnisse erfolgreicher Zusammenarbeit. Absolut. Bevor wir aber also in die Psychologie der Teamarbeit eintauchen, haben wir heute noch ein wichtiges Werkzeug für euch. Oh ja, das ist wichtig. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Richtig. Und hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Genau. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Und dann Schritt 3. Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. Ja, so erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nämlich nur, wenn ihr laut sprecht. Stimmt, euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Das ist, denkt da mal an das Radio im Auto. Wenn euer Lieblingslied läuft und ihr den Rhythmus wirklich fühlen wollt, dann summt ihr ja nicht nur leise im Kopf mit, oder? Nein, natürlich nicht. Ihr singt laut. Und genauso ist es mit unseren Vokabeln heute. Und ganz wichtig, bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Lass uns direkt mit dem Element starten, das bei Bewerbungen am meisten gesucht wird. Die Kompetenz. Auf Englisch sagen wir Competence. Competence, genau. Kompetenz ist die Fähigkeit, Aufgaben fachgerecht, sicher und mit großem Wissen zu lösen. In der modernen Arbeitswelt ist das ja die absolute Basis. Stellt euch vor, ihr wollt euer Team für ein tolles Ergebnis loben. Ein großartiger Beispielsatz für euer Shadowing ist: Sprecht gerne mit. Die spektakuläre Leistung des Teams lag vor allem an der hohen fachlichen Kompetenz. Ein super Satz. Aber mal ehrlich, reicht Kompetenz allein wirklich aus? Ich meine, wenn ich 5 geniale Programmierer in einen Raum setze, habe ich doch automatisch ein super Team, oder? Interessanterweise nicht. Forschungen zeigen immer wieder, dass rohe Kompetenz, also das reine Fachwissen, nicht der wichtigste Faktor für den Erfolg einer Gruppe ist. Ah, krass. Viel entscheidender ist, wie diese Menschen miteinander reden. Und das bringt uns direkt zu unserem nächsten Begriff: der Klang. Der Klang. Okay. Auf Englisch bedeutet das Sound oder im Kontext der Kommunikation Tone. Der Klang beschreibt, welche emotionale Wirkung unsere Stimme auf andere Menschen hat. Das ist ein echter Aha-Moment für mich. Es geht also gar nicht nur um die harten Fakten, sondern um die Verpackung. Ganz genau. Ein sehr praktischer Satz für den Büroalltag lautet: Ein freundlicher Klang in der Stimme verbessert die Stimmung bei schwierigen Absprachen. Richtig. Wenn die Situation stressig wird, rettet uns oft nicht das Fachwissen, sondern eben ein beruhigender Klang. Absolut. Wenn wir nun hohe fachliche Kompetenz nehmen und dazu einen respektvollen Klang in der Kommunikation addieren, dann entsteht etwas Neues zwischen den Menschen: die Dynamik. Die Dynamik, ja. Die englische Übersetzung ist Dynamics. Dynamik beschreibt die unsichtbare Bewegung, die Energie und die Beziehungen innerhalb einer Gruppe. Ein tolles Bild dafür ist das Innere einer alten Uhr. Oh ja, das passt. Jedes Teammitglied ist ein Zahnrad. Nur wenn die Zahnräder im richtigen Rhythmus ineinandergreifen, funktioniert das System. Ein typischer Satz für eine neue Arbeitsstelle ist: In einem neuen Team muss man erst die interne Dynamik verstehen, um effektiv zu arbeiten. Genau so ist es. Aber was macht man eigentlich, wenn diese Zahnräder klemmen? Also wenn die Dynamik plötzlich negativ wird? Wenn es Probleme gibt, liegt das fast immer an unklaren Erwartungen. Die Lösung dafür ist die Absprache. Auf Englisch Agreement. Agreement. Eine Absprache ist eine gemeinsame, bewusste Vereinbarung über das weitere Vorgehen. Wer macht was und bis wann? Ohne das herrscht Chaos. Absolut. Ein Satz, den ihr sofort im nächsten Meeting anwenden könnt. Ohne eine klare Absprache im Team kommt es unweigerlich zu doppelter Arbeit. Das passiert ja wirklich ständig. Oh ja. Kollege A schreibt eine E-Mail und Kollege B schreibt exakt dieselbe E-Mail. Aber warum fehlen diese Absprachen so oft? Warum reden die Leute nicht einfach miteinander? Weil Kommunikation auch immer ein Risiko ist.
Wenn ich um eine klare Absprache bitte, muss ich vielleicht zugeben, dass ich etwas nicht weiß. Ah, okay. Und dafür braucht man die Überwindung. Auf Englisch Overcoming. Das ist die mentale Kraft, die man braucht, um eine eigene Angst oder ein emotionales Hindernis zu besiegen. Es geht um psychologische Sicherheit. Das ergibt absolut Sinn. Unser Satz dazu ist sehr tiefgründig. Es kostet oft Überwindung, im Team offen über eigene Fehler oder Zweifel zu sprechen. Das ist schwer, weil unser Ego im Weg steht. Genau. Niemand möchte als inkompetent gelten. Richtig. Wenn wir diese emotionale Hürde aber meistern, dann können wir wirklich handeln. Wir verlassen nun die Basis und schauen uns die Aktionen an, unsere Verben. Sehr gut. Aber vorher, wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Also, wenn ein Team offen spricht und gute Absprachen trifft, dann fängt es an zu kooperieren. Auf Englisch heißt das to cooperate. Wichtig für eure Grammatik, die Perfektform in der Vergangenheit ist, hat kooperiert. Hat kooperiert. Es bedeutet, zielgerichtet und konstruktiv für ein gemeinsames Ziel zusammenzuarbeiten. Wenn ihr Hilfe von anderen braucht, sagt ihr einfach, wir müssen enger mit der anderen Abteilung kooperieren, um das Projekt zu beenden. Das ist viel stärker, als nur zu sagen, wir müssen reden. Stimmt. Es zeigt ein klares gemeinsames Ziel. Und wenn wir erfolgreich kooperieren, dann können wir unglaubliche Dinge bewältigen. Auf Englisch to master or to overcome a challenge. Die Perfektform lautet hat bewältigt. Es bedeutet, eine sehr schwierige Situation siegreich zu meistern. Ein motivierender Satz für das Shadowing ist, gemeinsam können wir die hohe Arbeitslast am Ende des Quartals viel besser bewältigen. Das ist dieses wunderbare Gefühl, wenn man einen riesigen Berg Arbeit endlich hinter sich lassen kann. Oh ja. Aber lass uns kurz realistisch sein. Was passiert, wenn wir nicht kooperieren? Dann werden wir unweigerlich scheitern. Englisch to fail. Richtig. Die Perfektform bildet man hier mit sein, also ist gescheitert. Es bedeutet, ein gestecktes Ziel absolut nicht zu erreichen. Der Beispielsatz ist eine Warnung. Wenn die Kommunikation im Team nicht stimmt, wird das ganze Vorhaben am Ende scheitern. Aber hier muss ich mal kritisch nachfragen. Ist Scheitern in der modernen Arbeitswelt wirklich noch das Schlimmste? Also ist dann alles vorbei? Das ist eine fantastische Frage. Nein, absolut nicht. Scheitern wird oft verteufelt, aber in einem gesunden Team ist das Scheitern eigentlich nur eine wichtige Information. Okay, wie meinst du das? Es sagt uns einfach, die bisherige Strategie funktioniert nicht, es zwingt uns, innezuhalten und neue Wege zu finden. Und genau für diesen Prozess des Nachdenkens haben wir ein wunderbares Wort, brüten. Brüten, ja. Auf Englisch to ponder oder to brood. Die Perfektform ist hat gebrütet. Ich liebe dieses Wort. Ich stelle mir da immer einen Vogel vor, der stundenlang völlig ruhig auf einem Ei sitzt, weißt du? Das ist eine sehr treffende Metapher. Wenn wir über ein Problem brüten, bedeutet das, sehr intensiv, konzentriert und lange über eine Lösung nachzudenken. Man gibt dem Gedanken Wärme und Zeit. Genau, bis die Idee schlüpft. Der Satz dazu lautet, das Team musste stundenlang über den komplexen Zeitplan brüten, um eine Lösung zu finden. Jeder kennt diese langen Meetings, in denen man nur auf das Whiteboard starrt. Oh ja, schrecklich. Aber das Brüten allein reicht nicht. Irgendwann muss jeder Einzelne auch aktiv etwas zum Plan beitragen. Auf Englisch to contribute. Die Perfektform lautet hat beigetragen. Genau. Man gibt seinen eigenen individuellen Anteil zum Erfolg. Ein idealer Satz für Führungskräfte. Jeder Mitarbeiter sollte mit seinen individuellen Stärken zum Erfolg des Projekts beitragen. Genau das bricht dieses reine Brüten auf. Man bringt die Gedanken in die reale Welt. Richtig. Wir haben jetzt besprochen, wie wir im Team handeln. Aber wie können wir die Qualität dieser Zusammenarbeit beschreiben? Dafür schauen wir uns jetzt die Adjektive an. Gute Idee. Manchmal geht der Wille zum Erfolg nämlich auch ein bisschen zu weit. Jemand wird besessen, auf Englisch obsessed. Besessen bedeutet völlig und fast schon ungesund, auf ein einziges Ziel fixiert zu sein. Der Beispielsatz zeigt das Problem. Unser Teamleiter ist fast schon davon besessen, jede Aufgabe absolut perfekt zu erledigen. Aber warte mal, ist das wirklich immer schlecht? Wir feiern doch oft Firmengründer oder Künstler, die von ihrer Vision absolut besessen sind. Ist das nicht der Motor für Innovation? Naja, für eine Einzelperson kann diese extreme Hingabe kurzfristig sehr erfolgreich sein. Aber in einem Team, Okay. wenn ein Teamleiter besessen von Perfektion ist, entsteht ein Flaschenhals.
Er kontrolliert jeden kleinen Schritt, vertraut niemanden und zerstört so die Dynamik. Niemand traut sich mehr, neue Ideen beizutragen. Das leuchtet ein. Mikromanagement zerstört die Motivation. Wie nennt man denn die gesunde Version davon? Also, wenn jemand einfach nur wirklich hart arbeiten will. Das ist unser nächstes Adjektiv. Engagiert. Auf Englisch committed. Committed. Engagiert beschreibt Menschen, die mit viel Einsatz, Leidenschaft und Motivation für eine Sache arbeiten, aber eben auf eine positive, konstruktive Art. Das ist der Unterschied. Ein engagierter Mensch zieht das Team mit. Ein besessener Mensch blockiert es. Exakt. Ein schöner Satz dazu. Das Team arbeitet sehr engagiert, um die ambitionierten Ziele des Projektes zu erreichen. Und diese engagierten Menschen verhalten sich meistens auch kollegial. Auf Englisch collegial. Kollegial bedeutet, dass man seinen Mitarbeitern gegenüber hilfsbereit, rücksichtsvoll und freundlich ist. Es ist der soziale Klebstoff in der Firma. Absolut. Ohne kollegiales Verhalten wird selbst der spannendste Job irgendwann zur Hölle. Das stimmt leider. Der Beispielsatz dazu spricht mir aus der Seele. Ein kollegiales Umfeld sorgt dafür, dass die tägliche Arbeit deutlich mehr Freude bereitet. Und kollegial zu sein bedeutet nicht, dass man immer nur nett ist und keine Kritik übt. Es bedeutet, dass die Art der Kritik konstruktiv ist. Das ist unser nächstes Wort. Auf Englisch constructive. Konstruktiv heißt, dass Kritik so formuliert wird, dass sie der anderen Person wirklich weiterhilft. Man macht die Idee des Kollegen nicht kaputt, sondern man baut darauf auf und verbessert sie. Genau. Ein super Satz für euer nächstes Feedbackgespräch ist: Selbst bei Fehlern ist es wichtig, dem Kollegen ein konstruktives Feedback zu geben. Erinnert euch an den Klang, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ein konstruktiver Inhalt mit einem freundlichen Klang ist einfach unschlagbar. Definitiv. Wenn wir all das kombinieren, die Kompetenz, die konstruktive Kritik, das engagierte Arbeiten, dann ist das finale Ergebnis endlich greifbar. Auf Englisch? Tangible. Greifbar bedeutet wörtlich, dass man etwas mit der Hand anfassen kann. Im Berufsleben meinen wir damit, dass abstrakte Ideen endlich deutlich erkennbar, messbar und realistisch werden. Der Satz für den Erfolg lautet: Durch die neue Strategie sind die ersten Erfolge für das gesamte Team endlich greifbar. Es ist kein Traum mehr, es ist Realität. Richtig. Großartig. Das waren alle 15 Vokabeln, tiefgründig und praktisch analysiert. Und jetzt setzen wir die Puzzleteile zusammen. Wir haben euch am Anfang versprochen, bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Hört jetzt genau zu, wir haben alle gelernten Wörter in einen ganz natürlichen Arbeitsalltag verpackt. Schauen wir uns Thomas und Sarah an. Sie arbeiten zusammen an einem großen Softwareprojekt. Thomas sitzt oft bis spät in die Nacht allein am Schreibtisch. Er hat stundenlang über dem komplizierten Code gebrütet. Das Problem ist, Thomas will alles allein machen. Er ist mittlerweile völlig davon besessen, den perfekten Code zu schreiben. Durch sein Verhalten leidet die gesamte Dynamik im Büro spürbar. Er hält sich an keine einzige Absprache mehr und vergisst völlig, mit den anderen Abteilungen zu kooperieren. Wenn das so weitergeht, wird das Projekt definitiv scheitern. Sarah beobachtet das. Es kostet sie einige Überwindung, Thomas auf sein Verhalten anzusprechen. Aber sie nutzt ganz bewusst einen sehr freundlichen Klang, um ihn nicht in die Enge zu treiben. Sie gibt ihm ein strenges, aber absolut konstruktives Feedback. Sie erklärt ihm, dass seine Alleingänge das Team blockieren. Thomas sieht seinen Fehler schließlich ein. Sie treffen eine neue Vereinbarung. Ab sofort soll wieder jeder Mitarbeiter mit seiner individuellen Kompetenz etwas zum Plan beitragen. Plötzlich arbeiten alle wieder extrem engagiert und vor allem kollegial zusammen. Gemeinsam können sie den enormen Zeitdruck bewältigen. Die Software wird rechtzeitig fertig und der große Erfolg ist für alle endlich greifbar. Eine typische Bürosituation, die zeigt, wie schnell aus Isolation ein Scheitern werden kann und wie gute Kommunikation uns rettet. Absolut. Denk doch heute mal über deinen eigenen Arbeitsplatz nach. Wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, dass ein Projekt feststeckt, liegt es wirklich an der fehlenden Kompetenz der Leute oder vielleicht doch an unklaren Absprachen und dem falschen Klang in den E-Mails? Ja, manchmal reicht es einfach nur, die Art und Weise zu ändern, wie wir miteinander sprechen. Genau. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Prüfungen und Vorbereitung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.